Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal von Photomeier. Wir befinden uns heute hier im altehrwürdigen Schloss Charlottenburg. Voller Einsatz. Wir sind heute hier, um die gute OM1 Mark II mit nicht nur diesem, sondern auch noch einem anderen Teleobjektiv zu testen. In diesem Park hier habe ich schon vor vielen Jahren eine neue fotografische Leidenschaft für mich entdecken können, nämlich die Vogelfotografie oder allgemein Tiere. Habt ihr Lust? Ich lade euch ein, kommt mit! Es wäre vielleicht an der Stelle auch mal ganz interessant, eventuell zu testen, wie sich das EE1 hier macht zum Anvisieren der Vögel im Flug, wo wir schon mal die Truppe von Graureihen hier vor Ort haben. Dafür begebe ich mich jetzt in eine spezielle Position. Ich lege mich hin und versuche den Horizont hinten reinzubringen und das Bild noch etwas attraktiver zu gestalten. Im Übrigen Kleinbildäquivalente 300 bis 800 mm in einem sehr kompakten Maß plus 1,25-fach Extender kann also, wenn die 800 mm nicht reichen sollten, das Ganze nochmal um satte 25% länger machen. Die haben mich auch schon mal gebissen, die kleinen Racker hier vorne. Da geht gleich einer steil mit Flügelschlag. Hat sich angekündigt. Na? Das Tracking funktioniert außerordentlich gut. Dann testen wir jetzt mal unser anderes gutes Teleobjektiv. Und zwar das OM 150 bis, Achtung, 600. Entspricht hier Kleinbildäquivalenten 300 mm bis unfassbaren 1200 mm. Das Ganze, ich erwähne es mal kurz, könnte man natürlich auch noch mit einem Konverter verdoppeln. Das heißt mit einem Zweifachkonverter auf unfassbare Kleinbildäquivalente 2400 mm kommen. Praktisch, gerade wenn es darum geht, Greifvögel zu fotografieren, die ja dann doch manchmal ziemlich weit weg sind und nicht so nahe kommen, ist das dann durchaus etwas, was ein Gamechanger sein kann. Ich muss noch mal ein bisschen mehr zurückgehen, ich bin zu nah. Jetzt an der Stelle sind natürlich tatsächlich die Kleinbildäquivalenten 1200 mm sehr gut. Ich kann also eine gewisse Distanz wahren und kriege den Vogel trotzdem ziemlich gut ran. Autofokus sitzt gut, obwohl links und rechts, oben und unten überall Zweige stören. Was ich auch sehr praktisch finde, das ein oder andere Mal ins Hochformat zu gehen, wobei sich natürlich dieser Batteriegriff der HLD10 hervorragend zu eignet, weil auch hier haben wir ein vollwertiges Bedienteil mit einem Auslöser, ISO-Wert. Ich denke, den einen oder anderen Knopf kann man sicherlich noch individuell einstellen. Ihr habt ein Einstellrädchen vorne und hinten, eine AF-On-Taste, den Joystick zum Navigieren, mega praktisch. Ist sehr griffig, ergonomisch finde ich absolut angepasst an die OM1, an den Body. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Wir sind jetzt gute 3 Stunden hier im Schlosspark gewesen. Ich denke, wir haben die eine oder andere Situation sehr schön und gut einfangen können. Mobilität und Flexibilität. Die OM1 Mark II mit beiden Objektivvarianten, muss man sagen, für das, was man brennweitenmäßig hier erhält, ist kompakt, relativ klein und leicht. Und man muss sich mal überlegen, wie in diesem Beispiel, auch ohne Konverter, 1200 mm Kleinbildäquivalenter Brennweite am Ende, geht das alles aus der Hand, ohne Stativ und relativ kompakt. In puncto Wetterfestigkeit kann ich mich da auch nicht beklagen. Wir haben heute kleine Testtemperaturen gehabt. Wir haben hier angefangen bei minus 6 Grad Celsius. Jetzt sind wir, glaube ich, so bei plus 3. Zum Glück hatte Petrus ein Einsehen, die Sonne scheint. Es ist wieder angenehm warm geworden. Die Akkuleistung nach 3 Stunden Dauereinsatz liegt jetzt bei einem Akku bei 40%, die wir noch haben. Ich denke, das ist ganz ordentlich und der zweite Akku wurde ja noch gar nicht angezapft.
Die Autofokusgeschwindigkeit hat mich persönlich sehr überzeugt, auch in Situationen, in denen zum Beispiel das Rotkehlchen mittendrin von vielen, vielen Zweigen war, hat er in der Regel immer sehr treffsicher sein Ziel getroffen und konnte gut folgen. Auch bei den Serienbildaufnahmen, die wir im Flug gemacht haben, hatte ich den Eindruck, dass der Fokus so gut wie immer sitzt. Also das funktioniert ganz hervorragend. Natürlich auch, last but not least, der Dot-Sight EE1 zum Anvisieren fliegender Vögel. Erleichtert, wenn man das Ganze mal so ein bisschen eingestellt hat. Das dauert mal einen kurzen Moment, ist dann aber eigentlich nur rein die Übungssache. Hat man es einmal eingestellt auf die jeweilige Brennweite, ist das in Zukunft eigentlich kein Problem mehr. Und vereinfacht Vögel im Flug und vor allem das Finden bei dieser Art von langen Brennweiten ungemein. Und wir werden mal sehen, ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Ich denke, da wird das ein oder andere Bild dabei sein, das zeigt, warum man das Ding eigentlich braucht und benutzen kann. So, muss sagen, erstmal ein Dankeschön an Photomeyer für die Möglichkeit und natürlich auch an OM Systems für die Bereitstellung des sehr angenehmen und schönen Equipments hier. Ich bin tatsächlich begeistert. Wie gesagt, das, was ich gerne mache, ist diese Art von Fotografie und mich hat die Technik hier ziemlich überzeugt. Wenn jemand von euch auf die Idee kommt, sich das auch mal näher anzuschauen, dann laden wir euch herzlich ein. Am 27. und 28. Februar gibt es bei uns die OM System Days bei Photomeyer. Es gibt an der Stelle, das soll nicht unerwähnt bleiben, auch einen Tauschrausch. Das heißt, jene von euch, die mit dem OM System oder mit Olympus schon bekannt sind, können natürlich auch, wenn ihr vorhabt, das ein oder andere mal neu zu beäugen, etwas, was ihr bereits schon habt, eventuell in Zahlung geben. Auch immer sehr schön, kann man doch mal eine ganze Menge Geld sparen. Und dann soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass speziell die Kamera, die wir heute hier auf Herz und Nieren in dieser Form geprüft haben, tatsächlich ab sofort bis zum 31. März mit einem Cashback von 400 € belegt ist. Und das Ganze dann auch noch zusätzlich mit dem HLD10. Also die Kamera 400 € günstiger plus HLD10 einfach mal oben drauf. Das gleiche trifft tatsächlich auch für die Objektive zu. Für das schwarze 150 bis 600 gibt es sage und schreibe 600 € Cashback. Also, falls das den einen oder anderen von euch reizt, unter anderem kommt vorbei, 27. 28. Februar, Photomeyer, wir freuen uns auf euch.